Was für ein Battle. Office for Man oder Dior Sauvage. Welcher burnt denn nun immer noch alles weg hier? Oder überhaupt? Office for Man von Jeremy Fragrance. Was ist eigentlich los mit denen? Werde ich noch was zu sagen, glaube ich. Dior Sauvage, ja, Klassiker. Johnny Depp Duft. Deswegen ist das hier ein Klassiker. Johnny Depp Duft. Ja, es sei ja schon immer so. Und hier, wie gesagt, Office for Men. Wir gehen rein, mein Name ist Dennis, aka Fragrance, auch aus Hamburg City immer noch. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, das gibt ja immer noch ein paar Pappenheimer, die es noch nicht gemacht haben, dann folgt mir. So, welcher ist denn hier der King jetzt? Viele würden sagen, was machst du eigentlich für einen Vergleich? Tja, ist doch Blödsinn, ist doch albern. Ist ein alberner Helge. Nein, so albern ist das gar nicht. Ne? Wenn ihr ein bisschen so dieses Frische mögt, im Büro, Alltag fürs ganze Jahr, für immer, für ewig, dann würden diese Düfte funktionieren. Mit Ambroxan, yes, beide ein bisschen. Der natürlich ein bisschen mehr. Aber welcher ist denn wirklich geil? Hier, ihr seht, Office for Man steht hier auch noch rum. Oder finde ich denn tatsächlich die alte Version besser? Ja, heftig. Ihr denkt wahrscheinlich, der verrückt, wie sagt er so viel Jeremy Fragrance Düfte? Er ist einfach so gekommen. Ist einfach so gekommen. Ne, muss man ja, ne, für den Jeremy muss man ja einige testen und so weiter und so fort. Nein, da gehen doch nochmal Grüße raus an Jeremy. Und weil er natürlich mir früher einen Duft zur Verfügung gestellt hat. So schaut es aus, Freunde. So schaut es aus. Die anderen habe ich mir dazu geholt, weil es Gerüchte gab. Ich glaube, den hat er mir zugeschickt. Den habe ich mir selber geholt, weil es Gerüchte gab, die werden ein bisschen verändert worden. Ja, und den alten habe ich natürlich ganz am Anfang, weil das ja sein allererster war, natürlich auch geholt. Klar, muss man machen. Kommen wir auch zu. Werde ich auch noch was zu sagen. Ja, dementsprechend ist es egal. Wir kommen erstmal gleich zum Thema. Flakon ist völlig unwichtig, oder? Ja, gewinnt er, würde ich mal sagen. Weil Magnetverschluss schon stabiler. Der Deckel ist, ja, oh Gott, ist so fest drauf. Ja, und der Sprüher muss man, oh, muss man runterdrücken, ja, aber du kriegst auch schwer rauf, Alter. Den kannst du nicht so leicht überziehen. Freunde, das ist natürlich hier easy. Ja. Oh, hier, da knallt euch das Ambroxan in die Fresse. In your face. Wie man immer so schön sagt, ne? Aber das haben wir hier auch. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen ernster bleiben, auch wenn der junge Jeremy nicht gut ausschaut. Das sieht auch ernst aus. Ich weiß ja nicht, ich will auch nicht drauf eingehen. Jesus. Aber man sollte vielleicht nicht auszuleben. Das hat ja einen anderen, warum das so früher so war. Und ja, ob das so gesund ist, weiß ich nicht. Ich faste auch mal. Fasten ist gesund. Aber wenn man vielleicht auf Dauer fastet, was er da tut, eventuell so wie das ausschaut, weiß ich nicht, ob das so gut ist, Jeremy. Und ich weiß, natürlich fällt auch einiges auf, das in Unterhose tanzen, aber ja, du bist doch eine Legende in Anführungsstrichen, ne? Oder eine Legende, was heißt in Anführungsstrichen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist und es sieht nicht so gut aus. Und ich kenne mich ein bisschen aus mit Ernährung und manche kleine Stellen, ob ein Mensch das noch länger so mitmacht und so weiter. Also ich würde vorsichtig sein, bitte, weil es ist nicht so gut in allen Fällen. Auch wenn vielleicht Ärzte meinen, obwohl das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht in allen Belangen. Egal. Ja, dafür hat er diesen Duft und ob man jetzt Jeremy-Fan ist oder nicht, ist dieser Duft ein starker, ein starker, blauer, Ambroxan-lastiger, leicht holziger, fruchtiger, leicht süßlicher auch, frischer Duft, der immer noch gut ankommt und mit einer seiner besten einfach ist und wahrscheinlich bleibt. Der Black Tie, ich glaube Black Tie heißt er, den habe ich auch. Das ist für mich der Favorit, das ist wirklich genial. Und der ist aber auch gut. Die anderen, lass mal so hingestellt, aber Office for Man und seinen ganz neuen oder den neuesten oder den davor kenne ich leider nicht. Das ist so, wollte ich mir auch nicht holen für den Preis, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt, naja, das lassen wir mal so stehen. Aber kann sein, dass das auch gut ist oder nicht. So ein bisschen Oldschool habe ich gehört. Okay, das ist nicht schlecht für mich. Ich mache ja so ein bisschen Oldschool oder so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Office for Man. Wenn du ja wirklich
was Starkes haben wollt, Ambroxanlastig, Holziges, wie ich eben schon aufgezählt habe. Im Endeffekt ein bisschen Ambroxanlastige Version von Dior Sauvage. Mit der DNA natürlich jetzt nicht komplett zu vergleichen, logischerweise. Trotzdem Bergamotte und so weiter ist schon drin. Das ist der ja, ruhigere Bruder, aber eben auch verrücktere Johnny Depp Bruder. Und ja, zum Vergleich nochmal, ich finde die alte Version von Office for Men immer noch am besten. Warum, weshalb? Ist eigentlich ganz einfach. Der Sprüh ist in dem Fall besser. Er hat einfach, ja, es ist einfach, wie soll ich sagen, dieser Duft ist tiefer ein bisschen, er ist jetzt ein bisschen spritziger geworden. Das ist aber die Version von hier. Ich finde, dass die neue Version auch wieder minimal anders ist. Ich weiß, dass es verschiedene Batches gibt und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, man hätte das wenigstens so lassen können. Dieses Spritziges, hier ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich das denn also, es ist minimal, finde ich. Hinten raus ist er schwächer geworden. Die erste Version stärker und die fand ich so und so stärker. Aber natürlich nicht so extrem, dass man ihr denkt, dass ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ja, kann man so machen. Es ist ein toller Duft fürs Büro, kann aber vielen auch auf den Sack gehen, weil das Ambroxan schon 'n Kopfschmerzgarant ist oder wie man so schön sagt. Dementsprechend, ja. Aber wenn ihr was Frisches haben wollt, einen blauen oder einen frischen Duft, der, lange anhält. Er meinte natürlich auch so was zu machen, weil seine Lieblingsdüfte sind ja auch im Endeffekt ist ja auch Bleu de Chanel 'n bisschen drin. Bleu de Chanel, Dior Sauvage und Aventus, ja. Aventus ist jetzt für mich so 'n bisschen wirklich nicht so viel da drin, aber das waren ja oder das wissen wir ja, sind seine Lieblingsdüfte immer noch neben seinen und so weiter. Aber im Endeffekt, ja, was soll ich denn sagen? Also, es ist ein also, man kann ihn wie Leute ihn das liegt aber daran, dass es doch Jeremy Jeremy ist und natürlich, weil es ein Creator ist, Influencer, whatever oder wie viele meinen auch, ne, 'n Verrückter und so weiter und das ist noch nett ausgedrückt. Deswegen heißt es aber nicht, dass dieser Duft wirklich schlecht ist. Nein, das habe ich auch schon mal gesagt, wie die Leute, die auf Parfumo alles schlecht reden, aber da machen sie auch du kannst du kannst den Naxos rausbringen in derselben Format. Wenn das ein Creator macht, dann ist das schlecht. Dann kriegt er nur 5, während der Naxos nach 100.000 Bewertungen auch noch 'ne 9 kriegt, den Schnitt hat und so, weißt du? Deswegen, ja. Aber ja, im Endeffekt sind schon verschieden minimal. Also, was heißt minimal? Sie sind schon verschieden. Es sind blaue, holzige, ja, Alltags-Allrounder fürs ganze Jahr, die natürlich bei den Ladies oder überhaupt beim Menschen sehr, sehr gut ankommen, die man überall tragen kann. So einen Duft braucht man einfach. Auch wenn ich mal einen Duft rausbringen sollte, weil viele immer noch abnerven. Ich habe einen Grund, warum ich das nicht mache, denn es ist mir einfach, weil alle das machen und warum? Warum, weshalb, wieso? Ich habe auch noch andere Sachen und so weiter und, aber ich habe so 'n bisschen jetzt schon getalkt mit jemandem letztens, war cool und wir schauen mal, aber auch dann, irgendwann, selbst wenn ich mehrere Düfte hätte und ich ja nicht so ein, sage ich mal, Fan bin von frischen Düften, wird irgendwann mal ein frischer Duft rauskommen, weil es einfach funktioniert, weil es ja auch mal geil ist. Grade jetzt haben wir über 30 Grad in Hamburg seit Tagen, dann trage ich auch frische Düfte gern, aber im Schnitt für Leute, die das immer falsch verstehen. Ich bin kein Fan insgesamt von also, wenn man ich könnte das nicht die ganze Zeit tragen. Es gibt aber süße Düfte oder, Oud-Düfte oder schwere Düfte, besser gesagt, die kann ich eigentlich immer tragen. Bei 30 Grad plus aufwärts nervt es auch 'n bisschen. Ich habe ja 'n bisschen gelabert, dass in Norddeutschland es ja kaum Tage gibt über 30 Grad. Ja, die haben wir jetzt und es bleibt so. Es bleibt so. Geil. Ich liebe ja kann das ganze Jahr so sein. Ich werde auch bald auswandern in ein Land, wo es nur warm ist. Weiß ich noch nicht. Das ist geil. Erstmal hat das natürlich auch andere Gründe, aber auch natürlich wegen den Temperaturen. Aber meine Frau muss sich da erstmal hierüber das ist noch schwer. Aber gut, guter Duft. Office for Men funktioniert auf jeden Fall noch, genauso wie der Johnny Depp Dior Sauvage als Eau de Toilette. Auch hier, der ist ein bisschen schwächer geworden. Das ist noch die allererste Version, ne? Den denkst du aber länger war in der Nase. Das ist ein Duft bei mir jedenfalls, der irgendwann verschwindet.
in der Nase. Leider ist das so, aber man hat den, glaube ich, auch durchgespielt. Den nicht unbedingt, weil man den nicht immer getragen hat. Der kostet auch mehr im Schnitt oder kam mir dann ja nicht mehr und so weiter. Dann wurde ja für 50 € und so auch verkauft. Aber der hier, da haben wir natürlich das alles durchgespielt, das Thema. Das Thema ist ja komplett durch. Wir haben den nur getragen und so weiter. Und dann kommen wir natürlich zu einem Punkt, wo man dann auch mal ich habe lange Pause zu diesem Duft gemacht, aber er ist immer noch nachhinein. Und hier, und wenn man dann nach langer Zeit mal wieder riecht, dann kommt ein tatsächlich, obwohl das noch gar nicht so lange her ist, aber die Zeit läuft, Erinnerung trotzdem vor, ist schon geil. Muss man schon wirklich gestehen. Das ist trotzdem ein sehr nicer Duft immer noch. Und das zählt auch übrigens auch zu den anderen Varianten, die es gibt, Parfüm, Eau de Parfüm, obwohl das Eau de Parfüm meines Erachtens braucht man nicht, weil das so ein Zwischending ist zwischen Eau de Toilette und sorry, hallo, zwischen Parfüm. Dementsprechend ist das, ja, muss man das nicht unbedingt so handhaben. Ich habe es jetzt irgendwann verkauft. Vielleicht sehe ich das heutzutage anders, wenn ich ihn rieche. Glaube ich aber nicht. Also falls die Ohr zuguckt, obwohl ich habe ja Kontakt zu der Ohr, aber ne, das Parfüm und das Eau de Toilette ist schon sehr, sehr nice. Übrigens selber gekauft. Keine Angst, Freunde. So schaut es aus. Ja, aber Office for Men in der Version nice oder allgemein in diesen ganzen Versionen immer noch top. Also hier, ob das jetzt ein bisschen sich verändert hat, der Badge anders ist, egal. So, und an Jeremy, ernsthaft, mach mal wieder was richtig, Freund, mein Freund. Du musst es richtig machen. Du weißt es ganz genau, dass das funktioniert. Und ganz ehrlich, alles andere ist doch gekommen, was du wolltest. Dementsprechend mach es doch mal wieder vernünftig, Mann. Und dann siehst du erst, was kommt, mein Freund. Und sonst musst du, ja, aufpassen. Du musst aufpassen, Freunde. Ne? Also nicht ganz, noch dünner. Es schaut dann auch irgendwann nicht mehr schön aus. Also, I don't know, ob man denn nur Muskeln hat oder so. Und ich weiß ja, warum du das anderweitig auch machst. Aber ich glaube nicht, dass er das wollte, dein Oberst. Glaube ich nicht. Also, Freunde, schreibt mal runter. Der Vergleich, ne, ihr wisst, das kann man nicht immer so, aber ich habe das jetzt mal so, diese beiden Klassiker in Anführungsstrichen, weil Dior ist einfach ein Hype-Duft. Ist einfach so, mehr als blöde Chanel. Und Jeremy hat ja zu den Zeitpunkten oder über die Jahre bei uns und das auch gehypt ohne Ende und deswegen habe ich diesen Vergleich gezogen. Ja, geil. Schreibt mal runter, welchen findet ihr gut und wie gesagt, wenn ihr mir noch nicht folgt, macht es jetzt. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal, Freunde.